In diesem Video stelle ich mich dem windigsten Raum der Welt. Nachdem ich den stillsten Raum der Welt überlebt habe und zu diesem Zeitpunkt einen Weltrekord aufstellen konnte, haben sich einige von euch gewünscht, dass ich mich dem windigsten Raum stelle. Und Wind ist in der Lage, Dinge durch die Gegend zu werfen, als wären es Spielzeuge. Auch in Deutschland kam es in den letzten Jahren zu immer stärkeren Orkanen oder sogar Tornados. Aber welche Windgeschwindigkeiten kann der menschliche Körper eigentlich ertragen und wann fangen wir an zu fliegen? Diese und viele weitere Fragen habe ich mir gestellt. Und deswegen bin ich von Berlin aus in die Schweiz nach Emmen zum Unternehmen Ruag, wo einer der größten Windkanäle Europas steht. Alter, ist das groß. Der Windkanal funktioniert grundsätzlich so, dass wir eine große Röhre haben. Durch den blasen wir Wind, aber durch eine genau kontrollierte Art und Weise. Das ist übrigens Andreas, der Leiter des Windkanals, der mich mit seinem Team durch das Selbstexperiment führen wird und für meine Sicherheit verantwortlich ist. Normalerweise werden hier militärische und zivile Jets sowie Autos extremen Windbedingungen ausgesetzt, die vergleichbar sind mit Orkanen bzw. heftigen Hurricanes. Dieser Windkanal, der geht bis etwa 250 Kilometer pro Stunde. Und aus irgendeinem Grund darf ich mich heute diesen Windgeschwindigkeiten stellen und Antworten auf Fragen finden. Wir fangen an mit einer kleinen Brise. Es gibt insgesamt 12 Windstufen. Wir haben es ein bisschen vereinfacht auf 10 Windstufen und ab Windstufe 10 kann man das Ganze vergleichen mit einem Orkan bis Hurricane. Oh ja, man spürt schon ein bisschen was, aber noch nicht viel. Wir können direkt die nächste Stufe. Ich bin echt gespannt, wann ich hier abhebe. Wir sehen da vorne, 7 Kilometer pro Stunde sind wir. Ums Wegfliegen muss ich mir bei diesen Geschwindigkeiten noch keine Gedanken machen. Aber damit ihr die Windgeschwindigkeiten besser einordnen könnt, gebe ich euch Vergleiche, was in der realen Welt passieren würde. Gerade würde lediglich Laub abheben und auf der See würden sich kleine Wellen bilden, die aber noch keine Gefahr darstellen. Jetzt wird es schon so langsam windiger. Alter. Es ist auf jeden Fall schon so ein steifer Wind. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um die stärkste Windstufe am Ende mitzuerleben. Dann gehen wir mal hoch. Oh mein Gott! Ja, also ab jetzt wird es schon schwieriger, die Zeit zu lesen. Ich kann jetzt schon kaum atmen. Und nicht nur das. Ab 39 km/h können sich kleine Äste lösen und auf See bilden sich brechende Wellen, die kleine Boote zum Kentern bringen können. Aber bisher halte ich es gut aus. Es kann ja auch noch gehen. Oh mein Gott. Wir sind bei der Halbzeit angelangt. Wenn ich nichts machen würde, würde ich immer wegfahren. Wenn du hier drin natürlich hohe Windgeschwindigkeiten hast, dann drückt es sich weg. Ich will es mal rausnehmen, auch die Zeitung rausnehmen, damit das nicht in die Rotoren gerät. Denn was passiert, wenn die Zeitung in die Rotoren gerät, das hat uns Andreas vorhin schon erklärt. Ja, also wenn Dinge in die Turbinen geraten, ist es eher unangenehm. Also einerseits natürlich für die Dinge, die in die Turbine geraten, weil die werden natürlich dann zerhackt. Auf der anderen Seite ist das wirklich nicht gut für die Blätter. Wir durften diese Turbine sogar besichtigen und haben auf einmal die Backrooms des Windkanals gefunden. Das ist der Backroom. Das ganze Ding hat den Wind vorhin erzeugt. Ich habe mir jetzt auch mal überlegt, das könnte ein Video in den Backrooms zu machen, also ein Backroom in Real Life. Aber das weiß ich, ob ihr darauf Bock habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So Leute, jetzt geht's schon in Richtung Sturm. Um euch mal ein bisschen zu demonstrieren, wie stark der Wind tatsächlich ist, werden wir diesen Schirm mal versuchen zu öffnen. Ja, man sieht schon, den zerreißt jetzt schon. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr schon mal draußen unterwegs wart mit so einem Schirm. Sonnensegel oder Sonnenschirme, die fallen natürlich schon relativ bald um. Vor allem eben, wenn solche größere Angriffsflächen sind. Und genau dieser riesigen Angriffsfläche fallen regelmäßig große Gartentrampoline zum Opfer, die dann durch die ganze Nachbarschaft fliegen und auch für Menschen gefährlich werden können. Ich frage es ein bisschen random, warum ich einen Anzug trage. Seit einer hat in den Kommentaren geschrieben, dass ich mich mal stylischer anziehe zu meinen Challenges. Deswegen dachte ich, übertreiben wir direkt mal und nehmen den Anzug. Wir tun den raus, gehen auf die nächste Stufe, auf Stufe 7 zum Sturm. Woohoo! Geht was über zu springen? Aber ich kann noch gehen, Was hier nach einer spaßigen Freizeitunterhaltung aussieht, hätte in der realen Welt schon verheerende Folgen, da bei diesen Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h nun auch größere Äste von Bäumen zu Todesfallen werden können und sich auf See 7 bis 10 Meter hohe Wellenberge bilden, die sogar Schiffe auf die Probe stellen. Geh noch eine Stufe höher! Boah. Ich kann kaum reden! Wir sind bei einem kompletten Sturm! Stürme hat man nicht nur hier im Windkanal, sondern auch bei Gänsewind weg! Einem riesigen Open-World-Fantasieabenteuer und das am meist getwitterte Spiel 2020 und 2021, in dem du eine geheimnisvolle Welt voller Wunder und Gefahren erkunden kannst. Während ich weiterhin vergeblich versuche abzuheben, kannst du in Genshin Impact mit bis zu 3 weiteren Freunden oder alleine mit deinem eigenen Trupp jederzeit durch eine riesige Open-World fliegen, klettern oder schwimmen und dich wie ich verheerenden Stürmen bis hin zu Tornados stellen
um Sumeru vor dem mächtigen Sturmterror zu retten. Wähle dafür aus über 20 episch gestalteten Charakteren und erlebe eine berührende Handlung, die stetig mit preisgekrönter Musik begleitet wird. Mit dem bald erscheinenden Update 3.5 Windblume's Breath starten mehrere brandneue Events, bei denen du unter anderem an einem Rhythmusspiel teilnehmen kannst, um legendäre Schwerter und Artefakte zu erlangen, die dir bei der Verteidigung gegen die neue geheimnisvolle Bedrohung helfen werden. Zusätzlich könnt ihr 2 neue Charaktere rekrutieren. Die 5-Sterne Pyro-Wüstensöldnerin Dehir, die mit ihrem gewaltigen Zweihandschwert Feuerfelder erzeugen kann, um nicht nur den Gegnern Schaden zuzufügen, sondern auch einen Teil des Schadens für ihre Truppkameraden aufzufangen. Und der 4-Sterne Kryomika, der Gegner mit seiner Armbrust angreift und die Angriffsgeschwindigkeit und den physischen Schaden seiner Kameraden verstärken kann. Durch meinen Bonuscode erhältst du 60 Urgesteine und 5-mal das eines Abenteuers Water-Item, die dir den Start in die geheimnisvolle Welt erleichtern werden. Lade dir Genshin Impact gerne über den Link in der Videobeschreibung oder über den QR-Code herunter und rette Sumeru. Alter, Leute, das ist so krass. Kann man irgendwann ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit fliegen? Ja, das kann man schon. Also wir hatten das Experiment hatten wir auch schon mal gemacht. Ob ich es schaffe abzuheben? Ich habe ein paar Experimente für euch vorbereitet. Mal schauen, ob ich so fliegen kann, ob das wie so ein Parachute funktioniert. Langsam schaffe ich tatsächlich zu fliegen. Wir sind auf 80 km/h. Ab so 80, 90 wird es dann schon ein bisschen kritisch. Also viele Sonnensegel oder Sonnenschirme, das hält es nicht mehr aus. Ziegel können, wenn sie nicht super befestigt sind, können Ziegel davon fliegen. Aber jetzt wird es richtig stark. Wir sind auf 90 km/h. Ich schaffe es noch nicht zu fliegen. Mit dem Mülleimer hat es nicht geklappt. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Auf Stufe 10 packe ich noch eine Geheimwaffe aus. Kann ich das was dagegen gehen? Ich kann mich gerade nicht hinsetzen, aber ich kann doch nicht. Das kommt mit der Vergleichswert. Der ist sehr, sehr stark. Macht doch hart. Dann ab 100 Kilometer, 120 Kilometer pro Stunde, das kann man hin und wieder sehen, auch im Flachland. Bei diesen Windgeschwindigkeiten entstehen riesig brechende Wellen, die bei Häusern an der Küste schwere Beschädigungen anrichten können. An Land werden Bäume entwurzelt und Gegenstände werden zu lebensgefährlichen geschossen. Bis zu welcher Windstärke würdest du dich selber aussetzen? Ja, also bis 150 würde ich schon hier stehen. Ja. Bis 150 würdest du dich stehen. Danach wird es unangenehm. So, jetzt geht es in Hurricane-Geschwindigkeiten, deswegen werden wir gesichert und ich habe einen Gast hier, Peter, kommt aus der Schweiz. Wenn ihr vielleicht selber Schweizer TikToks verfolgt, dann kennt ihr ihn auf jeden Fall. Quasi ein kleiner Wettkampf, wer es zuerst schafft bei dieser... Aufgeregt? Ja. Vor allem, ich habe nur vorhin zugeguckt und jetzt geht's crazy ab. Direkt los. Ja. Let's roll it! Challenge beginnt. Boah, war das krass. Auf wie viel km/h waren wir? 140? Alter, aber herzlichen Glückwunsch. Bei Geschwindigkeiten von 140 km/h würden wir in der realen Welt von einem waschechten Orkan reden, der auf der See über 14 Meter hohe Wellen entstehen lässt, die selbst großen Schiffen zum Verhängnis werden können. Zusätzlich ist die Sicht gleich null und an der Küste sowie im Landesinneren entstehen schwere Verwüstungen, weswegen akute Lebensgefahr besteht. Bevor wir jetzt ins absolute Finale gehen, wo ich mich der absolut stärksten Windgeschwindigkeit versuche zu stellen, die ich mich selber stellen kann, darfst du mich ins Wasser spritzen. Geil. Du hast gewonnen, darfst du mich ins Wasser spritzen. Aber wenn Wasser noch zu der Windstärke hinzukommt, dann wird es wirklich ein bisschen unangenehm. Also es ist nicht nur, weil du dann nass wirst, sondern das prickelt so richtig auf der Haut. Mache ich nicht gerne. Um den Anzug zu schützen, brauchen wir ja noch ein paar mehr Challenges. Wenn ihr das wollt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das wollt, dass ich bei den nächsten Challenges auch den Anzug anhabe. Ziehe ich meinen stillsten Raum der Welt Kostüm an. Halbfinale. Aber was ihr euch vielleicht fragt, was ist da hinten eigentlich in dem Schwarzen? Ich zeige euch das noch ganz kurz. Kommt mal mit. Also hier kann man aufstehen, der Wind kommt von da vorne und wird hier quasi eingesogen. Das sind so richtig fette Pfeiler da hinten, sehen nämlich viel zu groß aus. Aber genug gestaunt, Augen zu und durch. Kommen wir
zum absoluten Finale. Wir gehen auf Hurricane-Geschwindigkeit. Dafür muss ich nämlich einmal hier gesichert werden. Irgendwann mache ich noch ein Spiel bei Duell um die Welt mit. Ich bewerbe mich hier mit Joko und Klaas. Wenn ihr übrigens Ideen habt, was wir als nächstes machen können, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Erstmal nochmal einen Riesendank an Ruak und auch Andreas, dass wir drehen dürfen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann folgt doch gerne dem Kanal, um solche Videos nicht in Zukunft zu verpassen. Ich selber echt schon ein bisschen aufgeregt, ich sag's so, wie es ist. Stufe 10 in unserem Video, Stufe 12 in der allgemeinen Fachsprache. Wir waren schon bei 140 und gehen jetzt noch ein bisschen höher. Also, wünscht mir viel Glück, viel Spaß, ihr seid alle im Sicheren. Wir freuen uns, schauen wir mal. Wir beginnen mit 80 km pro Stunde. Wenn ihr übrigens auch bei solchen Drehs gerne Seeds dabei sind wollt, dann seht ihr auch zum Beispiel, wie das Windkanal von außen aussieht. Sehr gerne. Wir gehen eins weiter auf 120 km pro Stunde. Das ist dann schon Orkan. Zeit für die Geheimwaffe. Jetzt haben wir im Moment 140 km pro Stunde. Noch einen Schritt weiter auf 180. Jetzt wird's ernst. Diese unglaublichen Kräfte, die in diesem Moment auf mich gewirkt haben, waren so unfassbar stark, dass ich nicht mal einen Schritt nach vorne laufen konnte. In der realen Welt würden diese Kräfte Dächer von Häusern reißen, Autos umherwerfen und so unvorstellbar hohe, mächtige Wellen erzeugen, dass sie jeder Küste das Fürchten lernen würden. Und kein Scherz, wäre ich nicht gesichert gewesen, wäre ich safe davon geflogen. Kommt das nächste Video, schaltet da gerne ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 2 Wochen. Bis dann. Ciao.